begrüße euch zu der Themenreihe Fakten statt Meinungen. Woran erkenne ich gute Selbstverteidigung? Thema heute: Seminare. Wie ihr sicher alle schon mitbekommen habt, gibt es hier die verschiedensten Themen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Von Geiselnahmeszenario, wo die Hände aneinander getaped sind, also so mit Kleber verbunden sind, über Handgranaten, Abwehr, Flugzeug, bis hin zu Carjacking-Seminar. Bleiben wir mal bei dem Carjacking-Seminar, damit wir das mal so für alle bildlich machen können und dass es auch für jeden greifbar ist. Zuallererst stellen wir uns mal folgende Frage. Wie oft kommt der potenzielle Schüler, der interessiert ist an solchen Seminaren oder an Selbstverteidigungskursen, in Deutschland in die Situation, dass eine bewaffnete Person einem das Auto an der Ampel rauben möchte? Wenn man das ehrlich betrachtet, dann geht die Wahrscheinlichkeit gen Null. Das heißt also, vorweg stellt sich die Frage, welchen Nutzen habe ich, wenn ich dem entgegen die Kosten setze zum Beispiel? Das ist eine einfache Rechnung. Aber machen wir hier thematisch einfach weiter und ich versuche das Ganze für euch jetzt mal greifbar zu machen. Okay? So. In der Lehre, in der Ausbildungslehre, gibt es zwei Formen der Lernziele. Das eine ist die sogenannte Lernzielklasse und das andere sind die Lernzielstufen. Ich fange mal an mit den Lernzielstufen. Das ist relativ einfach. Das ist Kennen, Können und Beherrschen. Was heißt das? Das ist relativ simpel. Der Schüler kann etwas. Also zum Beispiel, der Schüler kann seinen Kopf senken, wenn ein Täter das Messer an seinem Hals hat. Können heißt, der Schüler kann das Ganze schon, ohne dass er angeleitet wird und schon unter bestimmten Voraussetzungen, also Lagebildern, vielleicht auch schon etwas dynamischer. Und beherrschen, das ist die Königsdisziplin. Ja, das ist, wenn der Schüler unter allen Voraussetzungen, also Nacht, kalt, körperlich an seine absolute Grenze geführt und dann mit echten Waffen diese eine Technik nun abruft. Also behalten wir das mal als Lernzielstufe im Hinterkopf. Kommen wir nun zu den sogenannten Lernzielklassen. Ja? Ganz oben steht das sogenannte Ausbildungsziel. Das Ausbildungsziel beschreibt nur ganz allgemein die anzustrebende Qualifikation. Also als Beispiel hier, der Schüler des Willens, Selbstverteidigung zu lernen. Ganz oben. Nun folgt eine Ebene drunter, der sogenannte Richtziel. Was sagt der Richtziel? Das Richtziel ist ein Ziel, das schon etwas näher und konkreter gefasst wird und beschrieben wird. Als Beispiel hier, der Schüler ist willens, sich am Auto zu wehren. Wie gesagt, wir bleiben beim Carjacking-Seminar. Danach kommt das sogenannte Grobziel. Das Grobziel ist eine Beschreibung der allgemeinen zu erwartenden Form, die angestrebt wird. Also als Beispiel, der Schüler beherrscht, ihr erinnert euch, beherrschen, oder kann oder kennt die Szenarien am und im Auto, also immer nur für einen Teilabschnitt. Also ganz zusammengefasst geht es nicht. Also da werde ich gleich zu kommen. Und dann gibt es sogenannte Feindziel. Das Feindziel beschreibt das eindeutige, zu erwartende Verhalten eines Schülers respektive der Lerngruppe. Also am Beispiel, der Schüler kann am und im Auto sich wehren. Gut, jetzt muss man wissen, dass diese Ziele immer nur für einzelne Abschnitte gelten. Das heißt, zuallererst, als Beispiel, wäre das erste Feindziel, die Teilnehmer des Carjacking-Seminars
lernen die verschiedenen Lagebilder von Raubüberfällen eines Fahrzeugs kennen. So. Bevor man nun aber zum nächsten Abschnitt geht, muss der vorherige Abschnitt erstmal überprüft worden sein. Der Fabio sagt hier immer gerne Referenzpunkte schaffen. Ich sage einfach, es muss einen prüfbaren Maßstab haben. Das heißt, ich mache eine kurze Lerngruppenanalyse und stelle fest, okay, alle haben das jetzt verstanden, dann gehe ich zum nächsten Abschnitt. Und dieser Abschnitt ist auch klar definiert, mit einem Feinziel. Nämlich, der Schüler kann sich abschneiden. Unter zum Beispiel einfachen, erschwerten oder allen Bedingungen. Also richtig mit Dunkelheit, mit Sound, mit Nebel und da prügelt einer auf den anderen ein. Wenn er das schon kann und wenn der Referent, respektive der Trainer, auch diesen Abschnitt überprüft hat, erst dann kommt er zum nächsten Abschnitt. Nämlich, er kann oder er beherrscht unter allen Umständen die Tür zu öffnen. Und das Ganze setzt sich nun so weiter. Und ihr merkt, dass es unglaublich schwer ist, ein so komplexes Thema, als Beispiel jetzt dieses Carjacking-Seminar, in 4 Stunden oder 5 Stunden abzuarbeiten. Und dann stellt sich wieder die Frage des Kosten-Nutz-Faktors. Und hier, das ist so der Gedankengang, den ich euch gerne mitgeben möchte. Benötige ich als zum Beispiel Bankangestellter ein solches Seminar? Benötige ich als durchschnittliche Hausfrau mit 2 Kindern so ein Seminar? Denn hier sei ganz wichtig ein Punkt unbedingt erwähnt. In diesen Szenarien, Lagebildern, die dort kreiert und geschaffen werden, tauchen niemals äußerliche Faktoren auf, die aber zwingend notwendig sind, um einen realistischen Rahmen zu schaffen. Zum Beispiel hier Frau Müller. Frau Müller absolviert alle Lernzielebenen, alle Abschnitte, tadellos. Wunderbar, hält eine schöne Urkunde in die Luft. Jetzt ist die Frage, ist das nur eine Illusion von Sicherheit? Ich sage ja. Warum? Denn am Tag aller Tage ist es nicht mehr die sogenannte Blue Gun, also so eine Gummipistole, sondern eine echte. Dann sitzen hinten plötzlich aber auch noch ihre 2 Kinder auf dem Rücksitz. Ihr merkt, ganz schnell wird aus einer Fantasie Realität und ihr merkt, dass diese 2 Welten aufeinander prallen. Die Seminare, die wir im deutschsprachigen Raum finden, wie schon anfangs gesagt, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Als Beispiel auch Stockabwehr mit Nordic Working Stocken. Also stellt euch vor, ihr seid gerade am Nordic Working machen und ihr werdet angegriffen und lernt nun in einem Online-Zoom-Meeting oder Seminar euch mit diesen Stöcken zu wehren. Also grundsätzlich hier von mir ein kleiner Ratschlag, wenn ihr den Kampf mit Hiebwaffen lernen wollt, dann sucht euch hierzu Spezialisten. Geht zum Beispiel in den Kampfsportbereich, zum Beispiel den philippinischen Kampfkünsten, ja, dort diesen Stickfighting-Trainern, da gibt es sehr gute in Deutschland. Kleine Werbung hier, der Markus Mundo zum Beispiel. Oder geht zu den klassischen japanischen Kampfkünsten, dort im Schwerpunkt die Schwertkämpfer. Ja. Und auch da lernt ihr natürlich mit Hiebwaffen umzugehen. Weil lasst euch nicht der falschen Illusion hingeben, oh Gott, ich gehe jetzt zum Schwertkampf und lerne ausschließlich nur mit dem Schwert zu kämpfen. Das ist ja falsch. Das ist das große, angestrebte Ziel. Aber viel weiter unten, dort, wo ihr euch dann befindet, ja, am Anfang, wenn ihr euch dafür interessiert, ja, ist erstmal nur das Kennen und Können, mit einer Hiebwaffe umzugehen, respektive die zielsicher einzusetzen. Darum glaube ich, dass das Grobziel im deutschsprachigen Sektor, ich bleibe auch nur in diesem deutschsprachigen Sektor, weil warum soll ich mir Probleme aus anderen Ländern hier holen? Diese Seminare, diese Themen, zielen in ihrem Ausbildungsziel, also das ganz hohe, in ihrem Richtziel und in ihrem Grobziel
nur auf die Abenteuerlust der Schüler ein. Weil wie oft kommen Frau Meier in die Versuchung, einen Orts- und Häuserkampf durchzuführen? Ja, also mit einem komplett gepolsterten Körper, durch Helmschutz, Visier, Ellbogenschoner, Brustpanzer und weiß Gott, was es alles gibt. Und rennt plötzlich durch so eine Hausruine, wird in dem einen Raum mit einer Pistole angegriffen und im nächsten Raum mit einem Baseballschläger und dann kommt sie in den nächsten Raum und dann stehen da zwei schwer bewaffnete Leute mit einer AK-47. Dann kommt sie aus dieser Ruine raus und wird dann plötzlich von 5 Leuten angegriffen und ganz erfolgreich hat sie sich gewehrt. Ihr seht, das Ganze ist eher ein Abenteuerurlaub, als dass es Selbstverteidigung ist. Wenn der Begriff Selbstverteidigung nicht oben vorweg stehen würde, wäre es ja überhaupt gar kein Problem. Aber hier wird ja eine Illusion erzeugt, die niemals eintrifft. Ja? Also, wenn, ist das ein Seminar, ein Abenteuerseminar, zum Beispiel Kämpfen am und im Haus, aber nicht Selbstverteidigungskurs. Und genau da ist der Punkt, der Referenzpunkt, wie Fabio immer so schön sagt, den ich euch mitgeben möchte, dass ihr sagt, okay, ich wäge zuallererst den Kosten-Nutz-Faktor ab, bringt mir das überhaupt etwas? Ist vielleicht das Thema zu weit hergeholt, also Carjacking in Deutschland ist einfach viel zu weit hergeholt und brauche ich das überhaupt? Oder zielt mein Interesse, wenn ich denn tatsächlich das Interesse an sowas habe, eher darauf ab, dass ich mich körperlich ertüchtige? Ihr erinnert euch an das PERMA-Schema? Das greift hier zum Beispiel. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch auf den nächsten Teil. Auf bald.